Talkie German. Guten Tag, entschuldigen Sie. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche meinen Zug nach Hamburg. Okay, wann fährt der Zug? Er sollte um 9:30 fahren. Haben Sie die Zugnummer? Ja, hier steht ICE nach Hamburg. Einen Moment bitte. Natürlich. Der Zug hat leider Verspätung. Oh nein, wie viel Verspätung? Ungefähr 25 Minuten. Also fährt er nicht um 9:30? Nein, er fährt wahrscheinlich um 9:55. Okay, danke. Und von welchem Gleis? Moment, ich schaue nach. Der Zug fährt heute von Gleis 7. Gleis 7, okay. Ist das weit von hier? Nein, gehen Sie geradeaus und dann links. Geradeaus und links? Genau. Danke, ich bin ein bisschen nervös. Kein Problem, das ist normal. Ich fahre heute zum ersten Mal allein mit dem Zug. Dann sind Sie hier richtig. Muss ich wegen der Verspätung etwas machen? Nein, Sie können einfach warten. Mein Ticket ist noch gültig? Ja, natürlich. Gut, das beruhigt mich. Haben Sie einen Anschlusszug? Ja, in Hamburg. Wann fährt der Anschlusszug? Um 11:45. Das sollte noch passen. Wirklich? Ja, Sie haben noch etwas Zeit. Okay, super. Wo kann ich die Anzeige sehen? Dort oben ist die große Tafel. Ah, ich sehe sie. Da steht auch die Verspätung. Ja, aber alles ist so schnell. Das verstehe ich. Sie können auch die App benutzen. Die Bahn-App? Ja, genau. Ich habe sie, aber sie ist auf Deutsch. Das ist gut zum Üben. Naja, manchmal ist es schwer. Das glaube ich. Können Sie mir sagen, was voraussichtlich bedeutet? Das bedeutet ungefähr wahrscheinlich. Ah, okay. Also fährt der Zug wahrscheinlich später. Genau, sehr gut. Danke, das hilft mir. Gern. Gibt es hier Toiletten? Ja, die Toiletten sind unten. Unten? Ja, nehmen Sie die Rolltreppe dort. Und dann? Dann rechts. Okay, danke. Kostet die Toilette etwas? Ja, meistens einen Euro. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, normalerweise geht das. Gut. Entschuldigung, ist das hier die Information? Ja, einen Moment bitte. Oh, ich gehe schon. Alles gut. Haben Sie noch eine Frage? Nur eine kleine Frage. Natürlich. Wenn das Gleis sich ändert, höre ich das? Ja, es gibt eine Durchsage. Aber ich verstehe Durchsagen oft nicht. Dann schauen Sie bitte auf die Anzeige. Okay, ich schaue auf die Anzeige. Und im Zweifel kommen Sie wieder hierher. Das ist sehr nett.
Kein Problem. Ich gehe jetzt zu Gleis 7. Ja, und nehmen Sie sich Zeit. Danke für Ihre Hilfe. Sehr gern, gute Reise. Danke, schönen Tag noch. Ihnen auch. Ich brauche auch Hilfe mit meinem Zug. Natürlich, wohin möchten Sie fahren? Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Danke. Gern. Guten Morgen, die Fahrkarten bitte. Oh ja, einen Moment bitte. Natürlich. Hier ist mein Ticket. Danke. Einen Moment. Ist alles in Ordnung? Das Ticket ist nicht entwertet. Entschuldigung, was bedeutet entwertet? Sie müssen das Ticket vor der Fahrt abstempeln. Oh nein, das wusste ich nicht. Wo sind Sie eingestiegen? Am Hauptbahnhof. Dort gibt es gelbe Automaten. Ich habe sie gesehen, aber ich dachte, das ist für andere Tickets. Nein, dieses Ticket muss in den Automaten. Es tut mir leid. Haben Sie das Ticket gerade gekauft? Ja, vor 10 Minuten. Haben Sie den Beleg? Ja, hier. Danke. Okay, ich sehe das. Ich bin neu in Deutschland. Das passiert manchmal. Muss ich jetzt eine Strafe zahlen? Normalerweise ja. Oh, wie viel kostet das? Das erhöhte Beförderungsentgelt kostet 60 Euro. 60 Euro? Ja, leider. Aber ich habe doch ein Ticket gekauft. Ja, aber es ist ohne Stempel nicht gültig. Ich verstehe. Entschuldigung, darf ich kurz etwas sagen? Ja, bitte. Er hat mich vorhin gefragt, ob das der richtige Zug ist. Er war wirklich unsicher. Das verstehe ich. Ich wollte nicht schwarz fahren. Das glaube ich Ihnen. Kann ich das Ticket jetzt noch entwerten? Nein, im Zug geht das leider nicht. Okay. Ich mache eine Notiz. Was bedeutet das? Ich nehme Ihre Daten auf. Brauchen Sie meinen Ausweis? Ja, bitte. Hier ist mein Ausweis. Danke. Wie lautet Ihre Adresse? Ich wohne in der Lindenstraße 12. In welcher Stadt? In Köln. Danke. Bekomme ich einen Brief? Ja, oder Sie bekommen hier direkt einen Beleg. Kann ich später bezahlen? Ja, die Informationen stehen auf dem Beleg. Okay. Das ist ärgerlich. Ja, ich bin gerade sehr nervös. Keine Sorge, jetzt wissen Sie es. Ich gebe Ihnen noch einen Hinweis. Ja, bitte. Bei Einzelfahrkarten müssen Sie oft vor der Fahrt stempeln. Und bei Handytickets? Handytickets müssen Sie nicht abstempeln. Das ist einfacher. Ja,
meistens. Und Tageskarten? Das kommt auf die Stadt und das Ticket an. Also immer genau lesen. Genau. Danke für die Erklärung. Bitte. Hier ist der Beleg. Danke. Sie können beim Kundencenter nachfragen. Vielleicht erklären Sie mir dort die Regeln. Ja, nehmen Sie das Ticket und den Beleg mit. Okay, das mache ich. Ihre Haltestelle kommt gleich. Oh, wirklich? Ja, die nächste Station ist Friesenplatz. Da muss ich raus. Dann gehen Sie bitte langsam zur Tür. Ja. Vielen Dank für Ihre Geduld. Gern. Und beim nächsten Mal erst stempeln. Ja, ganz sicher. Dann gute Fahrt trotzdem. Danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend, sind Sie frei? Ja, steigen Sie bitte ein. Danke. Wohin möchten Sie? Zum Hotel am Stadtpark bitte. Hotel am Stadtpark, alles klar. Kennen Sie das Hotel? Ja, das ist nicht weit von hier. Gut, ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt. Dann herzlich willkommen. Danke, sehr nett. Haben Sie viel Gepäck? Nur diesen kleinen Koffer. Den können Sie neben sich stellen. Okay. Entschuldigung, wie lange dauert die Fahrt ungefähr? Ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten, okay. Und was kostet das ungefähr? Vielleicht 25 bis 30 Euro. Okay, das passt. Es kommt ein bisschen auf den Verkehr an. Ja, verstehe. Möchten Sie die schnellste Strecke? Ja, bitte. Alles klar. Kann ich mit Karte bezahlen? Ja, Karte geht. Auch mit ausländischer Karte? Normalerweise ja. Gut. Soll ich eine Quittung ausdrucken? Ja, bitte. Kein Problem. Ich brauche sie für meine Firma. Dann mache ich das. Danke. Sind Sie geschäftlich hier? Ja, ich habe morgen ein Meeting. Ah, verstehe. Ich bin ein bisschen müde vom Flug. Das glaube ich. Der Flughafen war sehr voll. Ja, heute ist viel los. Ist immer so viel Verkehr am Abend? Meistens ja, besonders unter der Woche. Na ja, dann übe ich ein bisschen Deutsch. Sehr gute Idee. Spreche ich verständlich? Ja, sehr gut. Wirklich? Ja, wirklich. Das freut mich. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Seit 6 Monaten. Dafür sprechen Sie schon gut. Danke, aber ich verstehe oft zu wenig.
Das kommt mit der Zeit. Hoffentlich. Möchten Sie, dass ich langsamer spreche? Ja, bitte, das hilft sehr. Natürlich. Danke. Fahren wir gerade richtig? Ja, wir fahren Richtung Innenstadt. Ah, okay. Das Hotel ist in der Nähe vom Park. Deshalb heißt es Hotel am Stadtpark? Genau. Das ist praktisch. Ja, und die Gegend ist ruhig. Sehr gut, ich möchte heute nur schlafen. Das kann ich verstehen. Gibt es in der Nähe noch einen Supermarkt? Ja, direkt um die Ecke. Ist er noch offen? Bis 10 Uhr, glaube ich. Gut, dann kaufe ich noch Wasser. Das schaffen Sie sicher. Hoffentlich. Wir sind gleich da. Oh, das ging schnell. Heute hatten wir Glück mit dem Verkehr. Das Hotel ist links? Ja, genau dort. Können Sie bitte vorne halten? Ja, natürlich. So, da sind wir. Was macht das? Das macht 26,80 €. Kann ich 30 € mit Karte zahlen? Ja, ich gebe das Trinkgeld ein. Danke. Bitte die Karte hier dran halten. So? Ja, genau. Zahlung akzeptiert. Super. Hier ist Ihre Quittung. Vielen Dank. Gern. Und danke für das langsame Deutsch. Sehr gern. Schönen Abend noch. Ihnen auch und viel Erfolg morgen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo und willkommen zu unserer kleinen Gesprächsrunde. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Heute sprechen wir über das Leben in Deutschland. Genau, aus Sicht von 2 Expats. Ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Berlin. Und ich wohne seit einem Jahr in Köln. Wie war dein Anfang in Deutschland? Ehrlich gesagt ziemlich chaotisch. Chaotisch klingt bekannt. Ich hatte eine Wohnung, aber noch keine Anmeldung. Oh ja, die Anmeldung. Das Wort habe ich am Anfang überall gehört. Ich auch. Aber ich wusste zuerst nicht, was genau das bedeutet. Ich dachte, es ist nur ein Formular. Und dann merkt man, es ist der Schlüssel für alles. Genau, Bankkonto, Steuer-ID, Internet, fast alles. Hattest du schnell einen Termin? Nein, ich habe jeden Morgen online gesucht. Das habe ich auch gemacht. Manchmal gab es plötzlich einen Termin. Und dann muss man sehr schnell klicken. Ja, wie ein Computerspiel. Nur leider nicht so lustig. Stimmt. Wie war dein erster Termin im Bürgeramt? Überraschend ruhig. Wirklich? Ja, die Mitarbeiterin war sehr freundlich. Das freut mich.
Ich war nervös und hatte alle Dokumente zweimal dabei. Sehr deutsch vorbereitet. Ja, ich hatte sogar Kopien von Kopien. Das ist fast Integration. Vielleicht. Bei mir fehlte ein Dokument. Oh nein, Ich hatte die Wohnungsgeberbestätigung nicht dabei. das ist ein langes Wort. Ein sehr langes Wort. Konntest du den Termin trotzdem machen? Nein, ich musste noch einmal kommen. Das ist frustrierend. Ja, aber danach war ich sehr stolz. Das verstehe ich. Ein kleines Papier kann sich wie ein großer Sieg anfühlen. Absolut. Was war für dich am Anfang am schwersten? Die Wohnungssuche. Ja, das ist ein Klassiker. Ich habe viele Nachrichten geschrieben. Und wenige Antworten bekommen? Sehr wenige. Das ist leider normal. Ich dachte zuerst, mein Deutsch ist zu schlecht. Das dachte ich auch. Aber auch deutsche Freunde hatten Probleme. Genau, es liegt nicht nur an uns. Das hat mich etwas beruhigt. Wie hast du deine Wohnung gefunden? Über einen Kollegen. Kontakte helfen sehr. Ja, ohne ihn hätte es länger gedauert. Ich habe zuerst in einer WG gewohnt. War das gut? Ja und nein. Das klingt spannend. Die Mitbewohner waren nett, aber die Küche war immer voll. Das kenne ich. Und ich wollte abends manchmal einfach ruhig sein. Nach einem Tag auf Deutsch ist man müde. Sehr müde. Deutsch hören, Deutsch sprechen, Deutsch verstehen. Und dann noch Briefe lesen. Oh, die Briefe. Deutschland liebt Briefe. Ich hatte am Anfang Angst vor jedem Brief. Ich auch. Besonders wenn ein Fenster im Umschlag war. Dann denkt man sofort, es ist wichtig. Und meistens ist es wirklich wichtig. Oder Werbung für Strom. Ja, das auch. Hattest du Probleme mit Verträgen? Ein bisschen mit meinem Internetvertrag. Was ist passiert? Ich dachte, ich kann monatlich kündigen. Aber Der Vertrag lief 2 Jahre. ouch, Ja, ich habe das Kleingedruckte nicht verstanden. das ist schwer auch für Muttersprachler. Jetzt frage ich immer nach. Das ist klug. Ich sage einfach, können Sie das bitte einfacher erklären? Das ist ein sehr guter Satz. Und meistens helfen die Leute. Meine Erfahrung ist ähnlich. Viele Menschen sind direkt, aber nicht böse. Ja, direkt ist nicht immer unfreundlich. Das musste ich lernen. Ich auch. Am Anfang fand ich manche Antworten kalt. Zum Beispiel, Wenn jemand nur Nein sagt, oh ja, ohne Erklärung, ohne Lächeln. das fühlt sich hart an.
Aber oft ist es einfach nur praktisch gemeint. Genau, kurz und klar. Wie ist es bei dir mit Freundschaften? Langsam, aber gut. Das klingt realistisch. Man trifft nicht sofort viele enge Freunde. Ja, Freundschaften brauchen hier oft Zeit. Aber wenn jemand dein Freund ist, dann wirklich. Das mag ich sehr. Ich auch. Wo hast du Leute kennengelernt? Bei der Arbeit und in einem Sprachkurs. Sprachkurse sind super dafür. Ja, alle haben ähnliche Probleme. Dann fühlt man sich weniger allein. Genau. Ich habe viele Leute in einem Sportkurs getroffen. Was für ein Sport. Yoga? Sehr ruhig. Ja, aber danach trinken wir manchmal Tee. Das ist schön. Und dort sprechen alle langsam mit mir. Das hilft viel. Wie oft sprichst du Deutsch im Alltag? Jeden Tag, aber nicht perfekt. Perfekt muss es nicht sein. Das sage ich mir auch. Was war dein lustigster Fehler? Ich habe einmal "ich bin warm" gesagt. Oh nein, Ich meinte natürlich, mir ist warm. das passiert vielen. Meine Kollegen haben freundlich gelacht. Dann vergisst man es nie wieder. Genau. Ich habe einmal Bears bekommen falsch benutzt. Ah, wegen Englisch? Ja, ich wollte sagen, ich werde müde. Und du hast gesagt? Ich bekomme müde. Sehr süß. Meine Freundin hat mich sofort korrigiert. Gute Freunde korrigieren nett. Ja, das ist wichtig. Was gefällt dir in Deutschland besonders? Die Ruhe in Parks. Ja, Parks sind hier sehr schön. Und die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn sie funktionieren. Das ist ein wichtiger Zusatz. Natürlich. Ich mag die Sonntage. Wirklich? Ja, am Anfang fand ich sie langweilig. Weil die Geschäfte zu sind? Genau. Das war für mich auch komisch. Jetzt finde ich es gut. Warum? Man macht langsamer. Das stimmt. Man geht spazieren oder kocht. Oder vergisst am Samstag einzukaufen. Das passiert mir immer noch. Dann gibt es Nudeln ohne Soße. Oder Brot mit Käse. Sehr deutsch. Fast. Was vermisst du aus deiner Heimat? Meine Familie und spontanen Besuch. Das verstehe ich. Hier plant man Treffen oft sehr früh. Ja, manchmal 2 Wochen vorher. Oder 3. Spontanität ist schwieriger. Aber Planung hat auch Vorteile. Man weiß, woran man ist. Genau. Ich vermisse warmes Essen spät am Abend. Ja, viele Küchen schließen früh. Am Anfang war ich oft überrascht.
Jetzt schaue ich immer vorher online. Ich auch. Was war dein schönster Moment hier? Als meine Nachbarin mir Suppe gebracht hat. Warum? Ich war krank und allein. Das ist sehr lieb. Ja, sie hat gesagt, Suppe hilft immer. Klingt wie eine gute Nachbarin. Sie ist wirklich toll. Mein schönster Moment war im Zug. Was ist passiert? Ich habe eine Durchsage nicht verstanden. Oh, das kenne ich. Eine ältere Frau hat es mir ruhig erklärt. Das ist schön. Dann haben wir die ganze Fahrt gesprochen. Auf Deutsch? Ja, langsam und einfach. Das sind die besten Übungen. Absolut. Was würdest du neuen Expats raten? Geduld haben. Sehr wichtig. Und keine Angst vor Fehlern haben. Ja, Fehler gehören dazu. Außerdem sollte man Briefe sofort öffnen. Sehr guter Rat. Und Termine früh suchen. Besonders beim Amt. Genau. Ich würde sagen, lernt Alltagssätze. Welche zum Beispiel? Können Sie das bitte wiederholen? Sehr nützlich. Ich verstehe das leider nicht ganz. Auch gut. Können Sie bitte langsamer sprechen? Das benutze ich oft. Und bitte keine Scham. Ja, die meisten Menschen reagieren freundlich. Nicht alle, aber viele. Das ist ehrlich. Was ist dein deutsches Lieblingswort? Feierabend. Sehr gute Wahl. Das Wort fühlt sich wie Freiheit an. Mein Lieblingswort ist vielleicht Gemütlichkeit. Das passt gut. Es ist schwer zu übersetzen. Aber leicht zu fühlen. Schön gesagt. Danke. Fühlst du dich inzwischen zu Hause? Manchmal ja, manchmal noch nicht. Das kenne ich. Es kommt auf den Tag an. An manchen Tagen ist alles leicht. Und an anderen Tagen ist sogar ein Brief zu viel. Genau. Aber insgesamt fühle ich mich angekommen. Das ist ein schönes Wort. Ja, angekommen. Ich glaube, zu Hause wächst langsam. Sehr langsam, aber es wächst. Und Deutsch hilft dabei. Ja, jede kleine Unterhaltung hilft. Auch beim Bäcker. Auch im Bus. Auch beim Amt. Besonders beim Amt. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ich danke dir. Es war ehrlich und schön. Und hoffentlich hilfreich. Ganz sicher. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey, endlich Sonne. Ja, ich habe fast vergessen, wie Sommer aussieht. Typisch deutscher Sommer. Erst Regen, dann plötzlich 30 Grad.
Und alle tun so, als wäre das normal. Ich schwitze schon, obwohl wir nur sitzen. Willst du ein Wasser? Ja, bitte. Hier. Danke. Der Park ist heute richtig voll. Klar, alle wollen raus. Ich mag diese Stimmung. Ich auch. Im Sommer fühlt sich Deutschland anders an. Total. Die Leute lachen mehr. Und sie sitzen überall auf der Wiese. Mit Decken, Snacks und viel zu kleinen Grills. Sehr deutsch. Oder sehr studentisch. Auch wahr. Wie läuft es eigentlich bei dir? Ganz gut, aber ich denke viel über die Zukunft nach. Wegen der Uni? Ja, und wegen Arbeit. Du bist doch bald fertig, oder? Fast. Nur noch die Bachelorarbeit. Wow, das ist groß. Ja, aber auch ein bisschen beängstigend. Warum? Danach kommt kein klarer Plan mehr. Das verstehe ich. Schule, Uni, alles hatte eine Struktur. Und jetzt musst du selbst entscheiden. Genau. Weißt du schon, worüber du schreiben willst? Vielleicht über nachhaltige Mobilität in Städten. Das klingt sehr aktuell. Ja, aber ich muss das Thema noch kleiner machen. Sonst wird es zu viel. Genau. Und danach? Vielleicht mache ich ein Praktikum. In Deutschland? Ja, am liebsten in Hamburg oder Berlin. Warum Hamburg? Ich mag Wasser und die Stadt wirkt ruhig. Ruhig, aber auch teuer. Leider ja. Berlin ist auch nicht mehr billig. Stimmt. Aber hier gibt es viele Jobs. Das ist der Vorteil. Ich denke auch viel über die Zukunft nach. Wegen deiner Ausbildung? Ja, Du wolltest doch etwas im sozialen Bereich machen. genau. Vielleicht Erzieherin oder Sozialarbeiterin? Das passt zu dir. Findest du? Ja, du kannst gut zuhören. Das ist nett. Und du bleibst ruhig, wenn andere Stress machen. Nicht immer. Meistens. Ich habe nur Angst vor der Sprache. Dein Deutsch ist schon gut. Ja, im Alltag vielleicht. Aber im Beruf ist es schwerer. Genau. Man muss richtig reagieren. Besonders mit Kindern und Eltern. Ja, und mit Formularen. Formulare sind der Endgegner. Absolut. Willst du in Deutschland bleiben? Ich glaube ja. Glaubst du oder weißt du? Gute Frage. Ich frage mich das auch oft. Manchmal fühle ich mich hier frei. Und manchmal fremd? Ja, genau. Das kenne ich. Im Sommer fühle ich mich mehr zu Hause. Im Winter weniger? Viel weniger. Der Winter ist lang.
und dunkel. Und man sieht selten Menschen. Alle verschwinden in ihren Wohnungen. Wie Bären. Nur mit Steuererklärung. Sehr traurige Bären. Aber jetzt ist Sommer. Ja, jetzt dürfen wir optimistisch sein. Hast du Pläne für die Ferien? Vielleicht fahre ich mit Freunden an die Ostsee. Schön. Nur für ein paar Tage. Zelten? Vielleicht, aber ich bin nicht sicher. Warum nicht? Ich liebe Natur, aber ich hasse Mücken. Das ist ein Problem. Und ich schlafe schlecht im Zelt. Dann nimm eine Jugendherberge. Vielleicht ist das besser. Ich will im August nach Italien fahren. Allein? Vielleicht mit meiner Schwester. Kommt sie nach Deutschland? Ja, für 2 Wochen. Schön. Ich freue mich sehr. Vermisst du deine Familie oft? Ja, besonders bei kleinen Dingen. Zum Beispiel? Beim Essen. Das verstehe ich. Oder wenn ich krank bin. Dann will man nicht allein sein. Genau. Meine Mutter ruft mich immer an, wenn es regnet. Warum? Sie denkt, ich habe keine Jacke. Hat sie recht? Leider oft. Mütter wissen alles. Ja, auch aus der Ferne. Denkst du manchmal daran, zurückzugehen? Manchmal. Und dann? Dann denke ich an meine Ziele hier. Was sind deine Ziele? Ich will einen guten Job finden. Klar. Ich will finanziell unabhängiger sein. Das klingt erwachsen. Leider ja. Und sonst? Ich will besser Deutsch sprechen. Das wollen wir alle. Aber wirklich sicher. So, dass du nicht mehr vorher jeden Satz planst? Genau. Das wäre schön. Und du? Ich will eine Ausbildung anfangen. Wann? Vielleicht nächstes Jahr. Das ist bald. Ja, und deshalb bin ich nervös. Hast du schon Bewerbungen geschrieben? Noch nicht. Warum nicht? Weil ich Angst vor Absagen habe. Das ist normal. Ich weiß. Aber ohne Bewerbung gibt es auch keine Zusage. Das klingt wie ein Kalenderspruch. Aber ein guter. Leider ja. Ich kann deine Bewerbung lesen. Wirklich? Klar. Das wäre super. Dann machen wir das zusammen. Danke. Gern. Und ich helfe dir mit deiner Bachelorarbeit. Du? Ja, ich kann Kaffee bringen. Sehr wichtige Hilfe. Und ich kann sagen, ob du noch lebst. Noch wichtiger.
Siehst du, Teamarbeit. Perfekt. Manchmal denke ich, wir sind noch sehr jung. Wir sind auch jung. Aber in Deutschland fühlt man sich schnell erwachsen. Wegen Miete, Versicherung und Termin. Und wegen Mülltrennung. Mülltrennung macht alle erwachsen. Ich hatte am Anfang so viele Fragen. Papier, Bio, Plastik, Restmüll. Und Glas nach Farben. Das war mein Kulturschock. Nicht die Sprache, Auch, aber Glas war schlimmer. ich habe einmal braunes Glas in Weißglas geworfen. Skandal. Ein Mann hat mich sehr ernst angeschaut. Deutsche Kontrolle. Ich habe mich sofort entschuldigt. Und jetzt bist du Profi. Fast. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Eine kleine Wohnung mit Balkon. Sehr schön. Nicht groß, aber hell. Mit Pflanzen? Viele Pflanzen. Natürlich. Und du? Ich wünsche mir Stabilität. Das klingt einfach, aber ist es nicht. Genau. Ein Job, eine Wohnung, ein gutes Gefühl. Ja, und gute Freunde. Die hast du schon. Zum Glück. Ich auch. Das macht Deutschland leichter. Sehr viel leichter. Ohne Freunde wäre alles schwerer. Besonders an grauen Tagen. Oder wenn ein Brief vom Amt kommt. Dann braucht man emotionale Unterstützung. Und Google Übersetzer. Beides. Willst du irgendwann eine eigene Familie haben? Vielleicht, aber nicht jetzt. Ja, ich auch nicht jetzt. Ich will zuerst mich selbst verstehen. Das ist ein großes Projekt. Ein sehr großes. Mit vielen Formularen. Hoffentlich nicht. Doch, mindestens ein Formular für Gefühle. Bitte in einfacher Sprache. Natürlich. Ich glaube, ich will zuerst reisen. Wohin? Nach Spanien, Portugal und vielleicht Griechenland. Klingt warm. Ja, ich brauche Sonne. Dann bist du in Deutschland mutig. Oder naiv. Vielleicht beides. Und du? Ich will Skandinavien sehen. Noch mehr Kälte? Ja, aber schöne Kälte. Interessant. Und ich will die Nordlichter sehen. Das klingt wirklich schön. Vielleicht nach dem Studium. Als Belohnung. Genau. Was macht dir gerade Hoffnung? Dass ich nicht mehr so verloren bin wie am Anfang. Das ist schön. Ich verstehe mehr. Die Sprache? Die Sprache und das Leben hier. Ja, man lernt beides zusammen. Und du? Mich macht Hoffnung, dass ich mutiger werde. Das merkt man. Früher hatte ich Angst, jemanden anzurufen.
Telefonieren auf Deutsch ist hart. Sehr hart. Und jetzt? Jetzt mache ich es trotzdem. Das ist Fortschritt. Langsamer Fortschritt, aber Fortschritt. Langsam ist okay. Yeah. Wir müssen nicht alles sofort wissen. Stimmt. Wir dürfen jung und unsicher sein. Das klingt besser als chaotisch. Aber chaotisch sind wir auch. Ein bisschen. Okay, ein bisschen viel. Aber wenigstens sitzen wir in der Sonne. Mit Wasser und Zukunftsangst. Und Hoffnung. Ja, und Hoffnung. Das ist doch ein guter Sommerplan. Finde ich auch. Komm, wir gehen später noch Eis essen. Sehr gern. Aber erst bleiben wir noch kurz hier. Ja, der Moment ist schön. Und heute müssen wir nichts entscheiden. Nur atmen. Und Deutsch sprechen. Das machen wir schon ziemlich gut. Ja, irgendwie schon. Auf unseren deutschen Sommer. Und auf unsere Zukunft. Auch wenn sie noch unklar ist. Gerade deshalb. Gerade deshalb. Das war eine gute Idee mit der Bäckerei. Ja, der Duft war schon von draußen schön. Ich wollte eigentlich nur ein Brötchen kaufen. Und jetzt hast du eine ganze Tüte. Das passiert mir in deutschen Bäckereien immer. Mir auch. Was hast du gekauft? Eine Brezel und ein Stück Apfelkuchen. Apfelkuchen zum Abend? Warum nicht? Guter Punkt. Und du? 2 Brötchen und ein Nussgebäck. Du sagst immer, du willst sparen. Ja, aber dann sehe ich Nussgebäck. Das ist natürlich ein Notfall. Genau, ein süßer Notfall. Die Frau in der Bäckerei war sehr nett. Ja, aber sie hat sehr schnell gesprochen. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich auch. Aber du hast gut reagiert. Ich habe einfach gelächelt und genau gesagt. Das ist eine wichtige Überlebensstrategie. In Deutschland lernt man schnell genau. Und passt so. Das benutze ich noch zu selten. Heute hast du es gut gesagt. Ich war stolz. Solltest du auch sein. Am Anfang hatte ich Angst, in eine Bäckerei zu gehen. Wirklich? Ja, weil alles so schnell geht? Man muss sofort wissen, was man will. Und hinter einem warten schon 3 Personen. Mit sehr ernsten Gesichtern. Genau. Ich übe manchmal vorher im Kopf. Was sagst du dann? Ich hätte gern eine Brezel, bitte. Sehr sicher. Nur im Kopf. Und in echt? In echt sage ich manchmal ein Brezel. Oh nein. Ja, und dann korrigiert mich mein Gesicht selbst. Dein Gesicht spricht besser Deutsch als du? Manchmal ja. Das ist ein Talent.
Danke. Ich habe einmal Schrippe gesagt. Das ist doch okay in Berlin? Ja, aber wir waren nicht in Berlin. Oh, Die Verkäuferin hat mich angeschaut und gesagt, Sie meinen Brötchen? sehr trocken. Sehr deutsch? Aber jetzt bist du besser vorbereitet. Ja, ich sage einfach Brötchen. Das ist sicher. Findest du diese Straße schön? Ja, total schön. Die alten Häuser sehen aus wie aus einem Film. Oder wie aus einem Märchenbuch. Ich dachte früher, solche Orte gibt es nur auf Postkarten. Und jetzt stehen wir hier mit Papiertüten. Sehr romantisch. Sehr hungrig. Auch das. Ich mag kleine deutsche Städte im Sommer. Warum? Alles ist ruhiger. Das stimmt. Man hört Schritte auf den Steinen. Und irgendwo sitzt immer jemand mit Kaffee. Oder mit Kuchen. Kuchen ist hier fast eine eigene Kultur. Kaffee und Kuchen ist wirklich wichtig. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Was genau? Warum man nachmittags extra Kuchen isst. Jetzt verstehst du es. Ja, absolut. Integration durch Kuchen. Das sollte im Sprachkurs stehen. Kapitel 1. Kuchen bestellen. Kapitel 2. Freundlich nicken. Kapitel 3. Pfandautomat überleben. Oh, Pfandautomat ist schwerer als Grammatik. Fast. Wie war eigentlich dein Tag? Ganz gut, aber etwas lang. Wegen der Arbeit? Ja, ich hatte viele Kundengespräche. Auf Deutsch? Ja, fast alle. Respekt? Danke, aber ich war danach komplett müde. Das kenne ich. Manchmal verstehe ich die Wörter, aber nicht die Stimmung. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob jemand sauer ist oder nur direkt. Ah ja, das ist schwierig. Heute hat ein Kunde nur gesagt, das geht nicht. Ohne Lächeln? Ohne alles. Und dann? Ich dachte, er ist böse. War er böse? Nein, er meinte nur den Termin. Deutsch kann hart klingen. Ja, aber oft ist es nicht hart gemeint. Das musste ich auch lernen. Und dein Tag? Ich hatte heute ein Gespräch wegen eines Praktikums. Wirklich? Ja? Warum hast du nichts gesagt? Ich wollte nicht vorher nervös darüber reden. Und wie war es? Besser als gedacht. Das klingt gut. Sie waren freundlich. Hast du alles verstanden? Nicht alles, aber genug. Das ist ein Erfolg. Ich habe zweimal um Wiederholung gebeten. Sehr gut. Früher hätte ich einfach Ja gesagt. Auch wenn du nichts verstehst. Genau. Das ist gefährlich. Ja, besonders bei Verträgen.
Oder bei Arbeitszeiten. Stimmt. Wann bekommst du eine Antwort? Vielleicht nächste Woche. Bist du nervös? Ja, sehr. Aber du hast es gemacht. Das ist schon viel. Genau. Und du wolltest doch auch etwas Neues anfangen. Ja, ich denke über eine Ausbildung nach. Immer noch im sozialen Bereich? Ja, vielleicht mit Kindern. Das passt sehr zu dir. Findest du? Ja, du bist geduldig. Nicht immer. Aber meistens. Ich habe Angst vor den Fachwörtern. Das verstehe ich. Alltagssprache ist okay. Aber Arbeitssprache ist anders. Genau. Vielleicht kannst du ein Praktikum machen. Daran denke ich auch. Dann merkst du, ob es passt. Ja, und ich kann die Sprache üben. Das wäre gut. Manchmal frage ich mich, ob wir hier wirklich bleiben. Ich mich auch. Und? Ich weiß es nicht sicher. Ehrliche Antwort. Manche Tage fühlen sich richtig an. Und manche Tage nicht? Ja, Bei mir ist es genauso. heute fühlt es sich gut an. Ja, heute schon. Sonne, alte Häuser, frisches Brot. Und keine Briefe vom Amt. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Was wünschst du dir für nächstes Jahr? Mehr Sicherheit. In welchem Sinn? Bei der Sprache, beim Geld, bei meinen Plänen. Das klingt gut. Und du? Ich wünsche mir einen Job, der mich nicht kaputt macht. Das ist ein sehr erwachsener Wunsch. Leider ja. Und eine Wohnung? Ja, bitte eine kleine Wohnung mit Balkon. Alle wollen Balkon. In Deutschland ist Balkon Luxus. Vor allem im Sommer. Dann trinkt man Kaffee draußen und fühlt sich reich. Auch wenn das Konto weint. Genau. Ich hätte gern eine Küche mit Fenster. Sehr spezifisch. Ja, aber wichtig. Warum? Ich will kochen und dabei Licht haben. Das klingt schön. Und du kommst dann zum Essen. Natürlich. Aber du bringst Brot mit. Aus dieser Bäckerei? Genau. Abgemacht? Schau mal, die Lichter gehen an. Das sieht wirklich schön aus. Manchmal ist Deutschland sehr grau. Aber manchmal ist es genau so. Warm, ruhig und freundlich. Dann vergisst man kurz den Stress. Ja, Willst du gleich noch zum Fluss gehen? gern. Dann essen wir dort die Brezel. Und den Apfelkuchen. Teilen wir? Vielleicht. Vielleicht? Apfelkuchen ist ernst.
Ich verstehe. Aber du bekommst ein kleines Stück. Sehr großzügig. Ich bin heute nett. Heute? Meistens. Das stimmt. Komm, bevor es dunkel wird. Ja, gehen wir. Und nächste Woche feiern wir dein Praktikum. Nur wenn ich die Zusage bekomme. Nein, wir feiern auch deinen Mut. Das klingt besser. Und du hilfst mir dann mit meiner Bewerbung. Auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir doch einen Plan. Einen kleinen Plan. Kleine Pläne reichen manchmal. Ja, besonders im Sommer. Und mit Brot? Und mit Brot.